Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste der LMU, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer weiteren Sendung im Rahmen der KI-Lectures der LMU. Unsere heutige Veranstaltung handelt von Philosophie. Der Titel ist „Von Pflegerobotern bis zu militärischen Drohnen, ethische Herausforderungen durch künstliche Intelligenz“. Lassen Sie mich kurz vorstellen, Sie kennen mich noch nicht. Ich habe heute die Ehre, diese Veranstaltung zu moderieren und bedanke mich dafür sehr herzlich bei Oliver Jaraus, dem Vizepräsidenten der LMU für den Bereich Studium und Lehre. Ich war der Vorgänger von Herrn Jaraus und bin Informatiker, also auch nicht ein Philosoph, aber die Informatiker und die Philosophen haben natürlich bei dem Thema einiges gemeinsam. Ich freue mich, dass auch heute wieder sehr viele Zuschauer zugeschaltet sind, Zuschauerinnen und Zuschauer zugeschaltet sind und muss, bevor wir anfangen, wurde ich von der Technik gebeten, Ihnen noch ein paar Hinweise zu geben. Zunächst darf ich Sie informieren, dass wie immer die Filmarbeiten hier unter einem hohen Hygienestandard ablaufen und dass gelüftet wird. Ich möchte Sie auch bitten, eventuell auftretende Geräusche, die beim Belüften des Studios entstehen können, zu entschuldigen. Sie, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, sind weder zu hören noch zu sehen. Aber Sie dürfen natürlich Fragen stellen in unserem Chat. Sie können den Chat über die Funktion Fragen und Antworten im Zoom-Fenster in der unteren Leiste des Fensters übermitteln. Ich bitte Sie auch um Entschuldigung, wenn bei mutmaßlich vielen Fragen wieder nur ein kleiner Teil beantwortet werden kann. Jetzt zum Thema. In diesem Wintersemester behandelt unsere Ringvorlesung das Thema künstliche Intelligenz und zwar, wie in der LMU üblich, von sehr vielen Facetten aus mehreren Richtungen heraus. Wir haben schon Vorträge gehört aus der Mathematik, aus der Altorientalistik, aus der Medizin, künstliche Intelligenz zum Thema Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Und heute geht es eben um Philosophie. Heute haben wir auch ein etwas anderes Format als bei den letzten Vorträgen. Es werden nämlich nicht ein Professor einen Vortrag halten, sondern es sollen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Worte kommen. Wir haben 3 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler eingeladen und ich darf Ihnen die 3 gleich vorstellen. Nur noch zum Ablauf. Wir wollen es ein bisschen anders machen eben als vorher. Nicht 3 Vorträge hintereinander, sondern die Referentinnen und Referenten werden kurze Vorträge halten und dann werden wir hier auf dem Podium kurz über diese Themen diskutieren. Und am Schluss haben Sie natürlich wieder die Gelegenheit, die Fragen, am Schluss werden wir Ihre Fragen beantworten. Sie sollten sie bitte so früh wie möglich stellen, weil sie uns hier aufs Podium übermittelt werden. Da werden wir dann auf Ihre Fragen eingehen. Als Referentinnen und Referenten begrüße ich heute eben 3 Personen zugeschaltet. Aus Italien ist Frau, sehen wir die hier? Ja. Ist Frau Dr. Fiorella Battaglia. Ich grüße Sie, Frau Battaglia. Frau Battaglia ist Privatdozentin am Lehrstuhl für Philosophie und politische Theorie der LMU. Sie forscht unter anderem zu Fragen der Robotik und deren Verknüpfung mit ethischen und rechtlichen Fragen. Sie ist sehr engagiert auch auf der europäischen Ebene, beteiligt an mehreren EU-Projekten zu diesem Thema, EU-Forschungsprojekten zu diesem Thema. Und sie ist auch Expertin in einigen Ausschüssen der Europäischen Kommission zum Thema Ethik. Felicia Kuckertz, hier neben mir, ist Absolventin des Bachelorstudiengangs Philosophie an der LMU. Sie arbeitet derzeit in einem anderen Bereich, aber ich darf Ihnen sagen, sie hat eine exzellente
Bachelorarbeit geschrieben, und zwar zum Thema der automatisierte Tod, Militärroboter und moralische Verantwortung. Und dafür wurde sie 2021 vor einem knappen halben Jahr mit dem LMU-Forscherpreis für exzellente Studierende ausgezeichnet. Timo Greger, hier auch mit auf dem Podium, ist wissenschaftlicher Koordinator des BMBF-Projekts Künstliche Intelligenz und Ethik. BMBF ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die dieses Projekt fördern. Und in diesem Projekt geht es um eine reflektierte und ethische Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz. Herr Greger ist Spezialist und forscht auf dem Gebiet natürlich der Ethik zu Fragen der Autonomie, der Verantwortung und eben zum Verhältnis künstlicher Intelligenz zur Ethik. Und unser Thema heute sind solche Fragen, die wir schon ein bisschen durchscheinen gehört haben, nämlich was unterscheidet menschliche Intelligenz von künstlicher Intelligenz? Wer oder welche Instanz übernimmt Verantwortung, wenn ein System der künstlichen Intelligenz Fehler macht? Und können wir den von der künstlichen Intelligenz vorgeschlagenen Entscheidungen vertrauen? Und lassen wir uns jetzt medias in res gehen und mit den Vorträgen beginnen. Herr Greger ist so freundlich, eine kurze Einführung in das Thema Ethik und Moral im Zusammenhang mit KI zu geben und eben dann auch die Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz zu diskutieren. Bitte, Herr Greger. Gut. Ja. Vielen Dank, Herr Wössing, für die freundlichen Worte. Ich möchte auch gleich medias in res gehen und werde dazu eine kleine Präsentation starten. Also der erste Vortrag, den ich jetzt einleiten möchte, ist eigentlich, habe ich versucht zu umschreiben mit den beiden Begriffen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Und um diese Fragestellung zu klären, vor allem zu klären im Kontext von künstlicher Intelligenz und Ethik, denke ich, sollten wir uns erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich Ethik und was ist künstliche Intelligenz, beziehungsweise was hat denn die Ethik mit künstlicher Intelligenz eigentlich zu tun, wodurch besteht die Relevanz, weshalb beschäftigen sich Ethiker mit künstlicher Intelligenz. Und da möchte ich zunächst einmal damit beginnen und versuchen zu klären, was eigentlich Ethik ist. Und ich habe das jetzt mal so versucht darzustellen, dass Ethik eigentlich die Wissenschaft ist, die versucht, Kriterien des richtigen, des gerechten, guten oder des wünschenswerten Handelns zu explizieren. Das heißt, es geht in der Ethik jetzt nicht um Denken, nicht um Wissen, sondern es geht um Handeln, um unsere menschliche Praxis. Das heißt, Gegenstand der Ethik, ganz einfach, ist die menschliche, individuelle, kollektive Praxis. Das, was wir tagtäglich tun, wie wir handeln. Wie verändert künstliche Intelligenz denn unsere Praxis? Und da habe ich jetzt erstmal zur Annäherung 3 Beispiele genannt, wie künstliche Intelligenz unsere Alltagspraxis verändert. Und dort gibt es zum Beispiel algorithmische Vorschlagssysteme. Also Vorschlagssysteme, nach denen unsere Präferenzen abgebildet werden und uns dementsprechend Vorschläge dargeboten werden. Streamingdienste, E-Commerce, Amazon oder Dating-Plattformen. All diese Systeme funktionieren KI-gesteuert, schlagen uns gewisse Dinge vor, das von dem Algorithmus analysiert wurde, der uns zeigt, das könnte jetzt eine passende Kaufentscheidung für dich sein oder ein passendes Match bei Dating-Plattformen. Darüber hinaus Entscheidungssysteme. Kennen wir aus dem Bereich Human Resources. Ob wir CVs vorher durch eine KI klassifizieren, stellen Sie sich vor, massenweise hunderte Lebensläufe, Bewerbungen und Sie möchten das nicht alles händisch machen, sondern Sie machen das maschinell, dann können Sie da schon mal geeignete und nicht geeignete vorsortieren oder sogar bis hin zu einer Entscheidung KI verwenden. Oder das dritte Beispiel, Robotik. Wir merken immer stärker, dass die Robotik immer besser wird, dass wir Systeme bekommen, Robotersysteme mit KI gestützte Robotersysteme, die im Bereich der Pflege, Haushaltsroboter oder auch eine relativ spannende neue Debatte ist das Thema Sexroboter. Ja, und was macht die Ethik jetzt nun damit? Ich habe es vorhin einleitend gesagt, die Ethik betrachtet die Praxis. Und die Ethik ist an dieser Stelle eine Art normative Reflexionswissenschaft, die versucht, vor dem Hintergrund all dieser Entwicklungen zu beurteilen, ob etwas jetzt wünschenswert, gut, gerecht oder auch nicht der Fall ist. So, und jetzt vielleicht noch ein Stück weit tiefer einzusteigen, wodurch begründet sich die Relevanz künstlicher Intelligenz überhaupt für die Ethik? Und da könnte man jetzt sagen, naja, künstliche Intelligenz ist oftmals effizienter, schneller, leistungsfähiger,
Künstliche Intelligenz schafft es, Dinge zu vollbringen aufgrund gestiegener Daten, aufgrund eines erhöhten Rechnerleistung, die wir Menschen so in dieser Art und Weise, in der Geschwindigkeit, in dem Umfang niemals könnten. KI ist aber oftmals auch neutraler, gerechter, objektiver. Das heißt, KI hat jetzt keine subjektiven Präferenzen bei einer Entscheidung, auch keine unbewussten. Wenn wir jemanden einstellen, dann einer KI ist es erstmal völlig sekundär, ob jetzt eine Person vielleicht eher groß ist, eher klein ist oder eher übergewichtig, untergewichtig, ob eine KI eine Person hellhäutig oder dunkelhäutig ist. Einer KI ist das jetzt erstmal egal. Da muss man aber sagen, ich habe auch ein Aber auch. Nämlich das Aber auch, KI ist oftmals auch fehlerhaft, opak. Das heißt undurchsichtig, intransparent. KI kann aber auch diskriminierend wirken. Sie kann ungerecht wirken. Sie kann gebiased wirken, also mit Vorurteilen behaftet wirken oder im Allgemeinen moralisch fragwürdige Outputs generieren. Das heißt, aus der Perspektive der Ethik müssen wir hier irgendwie versuchen, ethische Kriterien, ethische Bewertungsmaßstäbe zu explizieren. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal ein paar anbieten. Die sind jetzt kein Lehrbuchwissen, sondern es sind eher Fragesätze, die vielleicht bei der Reflexion über KI hilfreich sein können. Und das erste ist, wird unsere Praxis gerechter? Wenn durch KI unsere menschliche Praxis gerechter wird, kann KI nicht nur wünschenswert, sondern sogar geboten sein. Ist das nicht der Fall, kann es kritisch beurteilt bzw. vielleicht auch verboten sein. Hilft uns unsere Vorstellung von Autonomie besser zu verwirklichen? Denken Sie an Pflegeroboter. Wenn alternde Menschen normalerweise bisher ins Altersheim betreute Wohnen gehen müssten, kann es jetzt sein, dass sie durch KI-gestützte Pflegeroboter wesentlich länger autonom, selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden leben können, weil sie Unterstützung haben beim Kochen, beim Haushalt oder auch bei alltäglichen Bedingungen, die die ganz persönliche Intimität berühren. Oder ein anderes trägt sie zu einem guten, wünschenswerten Leben bei. Denken Sie an dieser Stelle zum Beispiel die Zukunft der Arbeit. Wenn eine KI uns gewisse Tätigkeiten, die furchtbar langweilig sind, die furchtbar unkreativ sind, wenn uns eine KI das abnehmen kann, dann kann KI zu einem guten Leben beitragen. Jetzt möchte ich Ihnen noch ganz kurz eine theoretische Dimension der künstlichen Intelligenz eröffnen. Theoretische Dimension bedeutet an dieser Stelle, wir müssen uns erstmal klar machen, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über KI reden. Es wird in der öffentlichen Diskussion sehr viel als KI bezeichnet, was gar keine KI ist. Und deswegen möchte ich jetzt mal 4 Begriffe, 4 Positionen oder besser gesagt 4 analytische Konzepte, wie man KI klassifizieren kann, einführen. Die sind nicht in allen Disziplinen immer exakt genau so, aber es ist ein Versuch, mal all diese Phänomene, worüber wir eigentlich sprechen, zu ordnen. Das erste ist das Thema schwache künstliche Intelligenz. Und schwache künstliche Intelligenz, so wie ich es hier beschrieben habe, bedeutet, dass wir einzelne menschliche Tätigkeiten, die normalerweise von Menschen vollzogen wird, mit formalen Methoden simulieren können, zu einem ganz spezifischen Zweck. Denken Sie an Ihren Navi in einem Auto. Sie müssen nicht mehr die Karte raussuchen, Wege machen, sondern eine spezifische menschliche Tätigkeit wird dort simuliert, mittels einer schwachen künstlichen Intelligenz. Darüber hinaus, und das ist im öffentlichen Diskurs, glaube ich, sehr bekannt, gibt es auch oftmals den Diskurs um eine starke KI. Eine starke KI, und das ist jetzt eine genuin philosophische Betrachtung, geht davon aus, dass sich alle menschlichen Tätigkeiten nicht nur simulieren kann, das heißt eine KI, die so tut, als würde sie denken, entscheiden, fühlen, sondern dass ich sie auch realisieren kann. Dass eine KI tatsächlich denkt, fühlt, entscheidet. Das ist die These der starken KI. Oftmals, und jetzt werden vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Informatik oder aus den Ingenieurswissenschaften sagen, das ist aber nicht starke KI, weil oftmals wird im Diskurs auch behauptet, eine starke KI, da geht es darum, dass ich Lernergebnisse aus einem Bereich auf ein anderes übertragen kann bei trainierten Algorithmen. Und das habe ich jetzt hier mal unter dem Begriff Human Level AI, General AI zusammengefasst. Da geht es dann darum, dass wir eine Simulation, eine Simulierung aller menschlichen Tätigkeiten mit formalen Methoden. Und weswegen habe ich das von starker KI hier abgegrenzt? Weil die Frage in der Literatur offen ist, ob es für diese Tätigkeit Simulierung braucht oder eine Realisierung braucht.
Und dann gibt es noch etwas, was die Human Level AI übersteigt und in den futuristischen Diskursen, im Transhumanismus präsent ist. Und das ist das Thema künstliche Superintelligenz. Und ich habe hier auch ganz bewusst von Wesen und von Maschinen gesprochen, weil wir nicht wirklich mehr unterscheiden können, ist das jetzt noch eine Maschine oder was ist dieses Wesen? Nämlich ein Wesen, das die menschliche Intelligenz weit übertrifft. Und ganz wichtig, Frau Kotuniok hat es in ihrem ersten Vortrag schon erwähnt und auch die anderen Kolleginnen und Kollegen, alle Anwendungen, die wir derzeit haben, basieren auf dem Ansatz einer schwachen künstlichen Intelligenz. Jetzt könnte ich diesen Diskurs noch weit fortführen, möchte mich aber dem ursprünglichen Thema, was ich ganz am Anfang auf der Folie erwähnt habe, widmen, nämlich was ist der Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Sie sehen, hier steht Mensch und Maschine 1. Die Folie 2 musste aus Zeitgründen entfallen. Deswegen ist das jetzt auch die letzte Folie, bevor wir in den Diskurs einsteigen. Und ich möchte Ihnen den Unterschied zwischen Mensch und Maschine hier dem Beispiel zwischen Humanität und Algorithmizität präsentieren. Humanität, könnte man sagen, das ist die Conditio Humana, die menschliche Lebensform, das, was den Menschen als Menschen auszeichnet. Und dort habe ich Ihnen, das ist keine abschließende Aufzählung, das ist nur so eine Hervorhebung ganz besonderer, wichtiger propositionale Eigenschaften, Einstellungen, Fähigkeiten. Und ich möchte Ihnen sagen, naja, was ist das Wichtigste wohl? Das ist Bewusstsein. Darüber hinaus verfügen Menschen aber nicht nur über Bewusstsein, sondern wir sprechen von mentalen Zuständen und Intentionalität. Da wird Felicia Kuckertz gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Mentale Zustände, wir haben eine Schmerzerfahrung, wir fühlen etwas, wir haben Absichten. Und Intentionalität ist es genau dann, wenn diese mentalen Zustände auf gewisse Sachverhalte in der Welt, auf Handlungen, Tätigkeiten gerichtet sind, wenn wir einen Zweck verfolgen. Das ist Intentionalität. Ich habe eine Neigung, einen Willen. Kognitive Fähigkeiten. Kognitive Fähigkeiten, denken, auch rechnen, überlegen. Oder eine ganz spezifische kognitive Fähigkeit vielleicht, die Deliberationsfähigkeit. Deliberationsfähigkeit im Theoretischen, für Überzeugungen Gründe abzuwägen oder im Praktischen, nämlich für Handlungen Gründe abzuwägen. Und das geschieht natürlich alles unter der Idee oder dem Konzept der menschlichen Freiheit, was in der Philosophie immer noch weit diskutiert ist, aber keineswegs aufgegeben wurde, wenn ich es mal so sagen darf. Zusammenfassend kann man sagen, wir Menschen sind von Gründen geleitet. Und eine KI gleicht dem Paradigma der Algorithmizität. Nämlich, was ist KI eigentlich? Naja, es ist erstmal nur eine Software. Und eine Software ist ein Programm zur Lösung informatischer Probleme oder mehrere Programme zur Lösung eines informatischen Problems. Und das sind letztlich Aufgaben, die wir mittels unserer Software versuchen zu lösen. Wie funktioniert diese Lösung? Diese Lösung ist erstmal nur eine Berechnung mathematischer Funktionen mittels Algorithmen. Da ist keine Deliberation, keine Überlegung, keine Abwägung. Es ist eine Berechnung mit Algorithmen oder durch Algorithmen. Und ganz wichtig, ein Algorithmus ist an dieser Stelle eine eindeutige Handlungsvorschrift. Ein Algorithmus deliberiert nicht, wägt nicht Gründe ab, sondern er sagt, wenn A, dann B, dann macht ein Algorithmus genau das. Und damit möchte ich an dieser Stelle mit diesem Vergleich schließen. Künstliche Intelligenz ist eben nicht von Gründen geleitet, hat kein Bewusstsein, ist nicht frei, sondern es ist erstmal nur eine Software, die algorithmisch gesteuert ist. Und dieser kategoriale Unterschied zwischen Mensch und Maschine hilft uns Ethikerinnen und Ethikern schon sehr stark zu beurteilen, mit welchem Phänomen wir es hier zur Verfügung haben und einordnen zu können, wer in gewissen Fällen die Verantwortung übernimmt, wer in gewissen Fällen diskriminiert. Diskriminiert der Algorithmus oder ist es nicht eher die Aufbereitung, das Trainieren, das zur Verfügung stellen der Daten, wodurch ein Algorithmus diskriminierend wirken kann? Ich denke eher, das Zweite ist richtig. In diesem Sinne möchte ich mit diesem Input schließen und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Herr Greger. Sehr schön, dass Sie diese einzelnen Begriffe mal klar gemacht haben und dass Sie ganz klar gesagt haben, was ist denn dem Menschen zuzurechnen und was der Maschine. Jetzt sind die Informatiker natürlich erstmal da und sagen, und die Science-Fiction-Leute, Roboter können die Menschen ja simulieren oder wie Menschen sein. Und Sie kennen die Turing'sche These. Der Turing, manche haben den Film vielleicht gesehen, Alan Turing, der hat in den 50er Jahren ein Spiel erfunden, das Imitation Game, das also sagt, ich sitze hier an einem Schreibtisch und kann mit zwei Personen reden, zwei Personen oder Maschinen. Und wenn ich nicht unterscheiden kann,
ob die eine Person eine Maschine ist oder eine menschliche Person, also wenn ich nicht mehr zwischen Maschine und Mensch unterscheiden kann, dann erfüllt praktisch der Computer alles, was wir von einem Menschen verlangen. Das heißt, wir können Mensch und Maschine nicht mehr unterscheiden. Wie sehen Sie das, diese Turingische These jetzt im Sinne Ihrer Definitionen und im Sinne der Frage des Bewusstseins, die Sie da Ja, also der Turing-Test ist natürlich was sehr Wichtiges und hinreichend Diskutiertes. Ich glaube, man sollte sich bei dem Turing-Test bewusst machen, also was ist das Ziel und der Zweck davon. Und wenn man den Turing-Test jetzt so interpretiert, dass wenn eine Maschine diesen Turing-Test erfüllen würde, dass ich also nicht mehr unterscheiden kann, ob mir jetzt ein Mensch antwortet oder eine Maschine, dann wäre das eine starke KI. Das könnte man sagen, das haben wir schon in den 70er Jahren mit ELIZA von von Weizenbaum, ein Programm, wo nicht mehr zweifelsohne unterschieden werden kann, ob mir jetzt ein Softwareprogramm antwortet oder ein Mensch. Ich glaube aber, dass wir auf dieser Perspektive mit der Bewusstsein, mentalen Zustände, Intentionalität dem Turing-Test entgegnen sollten, dass das nicht hinreichend ist. Und ich möchte es an einem kurzen Beispiel erläutern. Ludwig Wittgenstein, ein Beispiel, was auf ihn zurückgeht, spricht von Superspartanern. Und ein Superspartaner ist also aus Sparta, das sind diese tapferen Krieger. Und er sagt, es macht schon einen Unterschied, keinen Schmerz zu zeigen oder keinen Schmerz zu fühlen. Nur weil der Superspartaner keinen Schmerz zeigt, heißt es nicht, dass er keinen Schmerz fühlt. Also an dieser Stelle kommt es eher darauf an, ob diese Maschine jetzt halt nur so tut, als wäre sie ein Mensch. Sie schafft es uns perfekt zu simulieren. Wir verwischen vielleicht die Grenzen. Oder was kann sie denn tatsächlich? Und das hat schon gewaltige Auswirkungen auch, mit welchen Erwartungen wir an die Maschine herantreten. Natürlich. Allerdings ist es natürlich nicht so, dass Maschinen heutzutage keinen Schmerz simulieren können, wenn wir wollen. Also wir bauen ja Systeme, die die physiologischen Eigenschaften des Menschen abfragen und sehen, ist der Mensch aufgeregt, ist der Mensch kognitiv überlastet. Das können Maschinen alles quasi mitprotokollieren. Und manche Leute bauen dann natürlich auch an Komponenten, die sich dann so verhalten, als ob sie Schmerz hätten, als ob sie Freude empfinden würden. Dann kommen wir hin zu so einem Roboter. Und man könnte natürlich auch sich überlegen, ein lernendes System, das lernt die Vergangenheit eines Menschen, dass es lernt Schmerz, Freude und diese Dinge und die praktisch im Hintergrund hat. Und Sie sagen, Algorithmus ist eindeutig, aber wenn der Algorithmus würfelt oder wenn der Algorithmus probabilistisch bewertet, mal abhängig von der Wahrscheinlichkeit natürlich, mal die eine, mal die andere Aktion durchführt, dann sehe ich erstmal jetzt keinen Unterschied zwischen Maschine und Mensch, oder? Ja, da sehe ich schon einen großen Unterschied. Weil ich mir sage, also wenn ihr sagt, okay, was ist das, wenn ein Algorithmus, wie Sie sagen, probabilistisch agiert, das heißt, er basiert auf statistischen Wahrscheinlichkeiten, das sind Korrelationen, dann ist das aber nicht das, was ich jetzt vorhin beschrieben habe, mit einer Deliberation. Da findet kein Abwägen von Gründen statt, sondern man sucht nach statistischen Korrelationen, ob der Output nun der richtige ist, der gewünschte ist oder nicht. Und insofern würde ich sagen, also wir sollten die Technik schon auch ein Stück weit ernst nehmen und sagen, zum Beispiel das Thema empathische KI, eine KI, die empathische Reaktionen, Emotionen beim Menschen analysieren kann und an Gesichtsveränderungen, an sonstigen neurologischen Reizen, muss sagen, das ist durchaus eine sinnvolle Technologie, gerade bei zum Beispiel bei komatösen Patienten, wo die nicht mehr klar kommunizieren können, dann kann das wirklich auch ein Vorteil sein. Aber wir sollten nicht so weit gehen und so tun, als ob die KI selbst empathisch wäre. Die fühlt nicht mit. Und deswegen ist diese Trennung, glaube ich, aus einer philosophischen Perspektive sehr wichtig, um die Grenze zu ziehen und sagen, bis hierhin ist die Technik auch super effizient, kann uns wirklich viel helfen, kann uns mehr Autonomie, mehr Erkenntnis schaffen. Aber es gibt halt auch eben diese Grenze. Aber was die Technik, gut, das ist das eine. Aber was Sie ja auch gesagt haben, mittlerweile ist es so, dass die KI Entscheidungen übernimmt, Verantwortung übernimmt. Da wollte ich vielleicht mal die Frau Kuckertz noch mal ansprechen. Wie sehen Sie das denn jetzt mit der starken KI und der schwachen KI und dem Thema Verantwortung, wenn die Maschine bei den Pflegerobotern, ein Beispiel, was wir hatten, Verantwortung übernimmt? Ja, also ich glaube im Hinblick auf, also ohne da jetzt irgendwie darüber entscheiden zu wollen oder irgendwie in die eine oder andere Richtung zu argumentieren, ich glaube, was da zumindest für die Philosophie wichtig ist, ist, dass
schwache KI und starke KI, je nachdem, was man annimmt, kommt man zu anderen Ergebnissen in der Philosophie. Und um da jetzt irgendwie schon mal das Beispiel meines Themas zu nennen, also in der Verantwortung, wenn wir da starke KI annehmen, ist man dann schon geneigt, in die Richtung zu gehen, eine KI als Subjekt wahrzunehmen. Und sobald so eine KI Subjektstatus hat, muss man auch irgendwie eventuell den Schritt gehen, zu sagen, okay, so eine KI kann auch Verantwortung tragen. Und im Umkehrschluss ist es so, wenn wir irgendwie, wie es ja momentan auch noch der Fall ist, von einer schwachen KI ausgehen, dann geht man da eher so in die Richtung, okay, eine KI ist als Objekt zu bewerten und entsprechend muss man da auch, zieht man andere Schlüsse, wenn es um Verantwortung geht. Das ist ein guter Einstieg in Ihr Thema. Vielleicht tragen Sie uns kurz mal Ihre Ergebnisse vor oder Ihren Thema Verantwortung in der KI. Einsatz von Militärrobotern aus der Sicht der Philosophie. Ich glaube, Sie haben auch noch andere Dinge sich angeschaut, können wir nachher noch drüber reden. Ja, das eine oder andere. Nee, ich habe hauptsächlich das angeschaut, aber gerne auch noch andere Themen. Genau, ja, erstmal vielen Dank. Das Thema, das ich eben jetzt gleich einführe, ist KI und Verantwortung. Nochmal kurz vorweg, es handelt sich nicht um juristische Verantwortung, sondern um Verantwortung im Bereich der Ethik. Und worauf werde ich jetzt in Kürze eingehen? Und zwar einmal darauf, wann und wie die Frage nach Verantwortung im Kontext von KI aufkommt und welche Positionen es in der Philosophie jetzt aus meiner Perspektive dazu gibt. Und meine Thesen werde ich dann versuchen, ein bisschen in den Diskurs einzubetten und auch etwaige Schwierigkeiten zu benennen. Genau, wann kommt denn die Frage nach Verantwortung im Kontext von KI auf? Vor allem, wenn es um die Folgen des Einsatzes von KI geht. Sprich, wenn irgendwas passiert, was nicht hätte passieren sollen. Und ich werde mich jetzt gleich noch mal genauer auf den Einsatz vollautonomer Instanzen von künstlicher Intelligenz konzentrieren, sprich Instanzen, wo kein Mensch mehr eingreift oder bei denen kein Mensch mehr eingreift. Und Beispiele für Szenarien, die man da gegebenenfalls antizipieren muss, sind so Sachen wie Level 5, autonomes Fahren, so ein Fahrzeug fährt ein Kind um oder, was jetzt mein Metier war, autonome Militärroboter. Und so ein autonomer Roboter verwechselt zum Beispiel ein militärisches Ziel mit einem Kind, was eine illegitime Handlung wäre. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wer trägt die Verantwortung in so einem Fall? Beziehungsweise noch präziser, wem lässt sich gerechtfertigterweise Verantwortung zuschreiben? Und um die Frage zu beantworten, werde ich jetzt erstmal kurz auf den Verantwortungsbegriff eingehen, beziehungsweise genauer auf die Bedingungen, die wir brauchen, um Verantwortung zuzuschreiben. Und zwar ist das zentrale Kriterium, um Verantwortung zuzuschreiben, das Vorliegen einer Handlung. Ein Subjekt muss nämlich gehandelt haben, um Verantwortung zu tragen. Und um gehandelt zu haben, muss ein Subjekt handlungsfähig sein. Und um wiederum handlungsfähig zu sein, also da werde ich jetzt mal kurz so eine handlungstheoretische Unterscheidung zwischen Handlung und Verhalten treffen. Und das kann man ganz gut an einem Beispiel festmachen. Nehmen wir eine Person, nennen wir sie Lou. Sie ist auf dem Weg zum Weihnachtsabend mit ihrer Familie. Und das ist ganz wichtig, dass sie kommt, weil diese Person hat die Weihnachtsgans im Gepäck und alles ist super zeitkritisch. Und jetzt befindet sich Lou eben zu Fuß auf dem Weg zum Weihnachtsessen und trifft dort auf eine ältere Person, die gestürzt ist und die ihre Hilfe braucht. Und dann bringt Lou diese Person eben ins Krankenhaus und kommt dann 3 Stunden zu spät zum Weihnachtsabend. Und die ganze Familie musste Resteessen machen und ist ganz traurig. Und dann gibt aber Lou als Grund dafür an, eben ihrer Pflicht nachgegangen zu sein, einer verletzten Person zu helfen. Und an diesem Beispiel lässt sich jetzt ganz gut festmachen, was eine Situation mit Handlungscharakter auszeichnet. Und zwar, wenn wir uns das so anschauen, dann weckt bei Lou, wenn sie da hinkommt, der Anblick dieser Frau vielleicht sowas wie Mitleid. Und gleichzeitig weckt sich in ihr dieser Pflichtgedanke, dass man einer verletzten Person helfen muss. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie eben mal das Versprechen abgegeben hat, diese Weihnachtsgans rechtzeitig abzugeben bei ihrer Familie. Und außerdem hat Lou vielleicht einfach nur ganz großen Hunger und will diese Weihnachtsgans essen. Und jedenfalls hat Lou in diesem Augenblick ganz, ganz viele verschiedene Absichten, Wünsche, Gefühle, Überzeugungen, die jeweils für sich Gründe konstituieren können. Und die Entscheidung, eben dieser älteren Person zu helfen und nicht einfach weiterzugehen, bildet eben den Abschluss einer Abwägung dieser Gründe. Und das nennt man auch Deliberation. Und indem Lou dann schlussendlich hilft und sich entscheidet, dieser Person zu helfen, realisiert Lou eben eine Entscheidung und handelt dadurch.
Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel nehmen würden, dass Lou auf dem Weg zu ihrer Familie einfach selber stürzt mit der Weihnachtsgans, dann hätte sie sich in dem Augenblick nur verhalten und nicht gehandelt. Fassen wir das Ganze zusammen, ergeben sich 3 Elemente, die eine Handlungssituation kennzeichnen. Und zwar einmal ihr intentionaler Charakter. Dann zweitens ist eine Handlungssituation von Gründen geleitet, in dem Sinne, dass Handlungen das Ergebnis einer Abwägung von Gründen, also eine Entscheidung, realisieren. Und drittens, das ist ein Punkt, der jetzt noch nicht ganz so rausgekommen ist die Auffassung, dass der handelnde Mensch frei ist. Weil wenn dem nicht so wäre, dann wären unsere Gründe unwirksam, beziehungsweise die Deliberation würde irgendwie keine Rolle mehr spielen. Und aus diesen 3 Kriterien für eine Handlung lässt sich jetzt ableiten, was eben ein Subjekt erfüllen muss, um auch handlungsfähig zu sein. Zum einen braucht ein Subjekt, wie Herr Krieger schon gesagt hat, intentionale Einstellungen bzw. gerichtete mentale Zustände. Und wenn wir jetzt mit Searle annehmen, dass Intentionalität eine Eigenschaft geistiger Zustände ist, dann zweitens die Fähigkeit, sich eben von Gründen leiten zu lassen und drittens Freiheit. Und auf Basis dieses Zusammenhangs zwischen Handlung und Verantwortung, den ich schon vorher etabliert habe, ist dann die Voraussetzung für ein Subjekt, das Verantwortung trägt, eben, dass es gehandelt haben muss. Und ja, so viel zum Verantwortungsbegriff. Was hat das Ganze jetzt mit KI zu tun? Die Eingangsfrage war ja, wem lässt sich Verantwortung zuschreiben für das Verhalten einer KI? Und der erste Diskurs, der sich da in der Philosophie so ein bisschen drum entspannt, ist, ob die KI selbst Verantwortung tragen kann. Und dem ist meines Erachtens nicht so. Und das hängt eben mit meinen Ausführungen zum Verantwortungsbegriff zusammen. Und zwar hatte ich da ja gewisse Bedingungen identifiziert, die eben ein Subjekt der Verantwortung erfüllen muss. Und zum einen war das eben, dass ein Subjekt mentale Zustände haben muss. Und da gehe ich ebenso wie Herr Krieger davon aus, dass eine KI das nicht hat. Und zum anderen muss eine KI sich von Gründen affizieren lassen können bzw. frei sein. Und wenn wir jetzt bedenken, wie was Herr Krieger auch schon gesagt hat, dass so eine KI-basierte Maschine eben algorithmisch gesteuert ist und Algorithmen selber, unabhängig von ihrem Komplexitätsgrad, Handlungsanweisungen sind, dann können wir davon ausgehen, dass eine KI auch das nicht erfüllt. Und entsprechend ist eine KI weder handlungsfähig, noch trifft sie Entscheidungen in unserem Wortsinn. Und letzten Endes lässt sich auch eine Verantwortung für das Verhalten einer KI nicht an die KI selber delegieren. Eine KI ist eben kein Subjekt der Verantwortung. Und um die Alternativen zu dieser These entspannt sich jetzt so der zweite Diskurs, also die Frage, wer alternativ die Verantwortung für das Verhalten einer KI tragen kann. Und da haben wir ganz verschiedene Thesen in der Philosophie. Die erste wäre die der Verantwortungslücke, deren bekanntester Vertreter ist Robert Sparrow. Und das würde bedeuten, dass niemand sonst moralische Verantwortung, überhaupt Verantwortung trägt, dass gewissermaßen also ein Vakuum besteht, was natürlich irgendwie unbefriedigend ist. Die zweite Möglichkeit wäre die der Individualverantwortung, also dass wir eine Einzelperson finden, die die Verantwortung übernimmt, also zum Beispiel die Befehlshaberin oder die Fahrerin zum Beispiel. Und die dritte Option, die ich vertrete, ist die der Kollektivverantwortung, also dass quasi viele Personengruppen die Verantwortung dafür tragen. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Position nicht frei von Schwierigkeiten ist. Also eine Schwierigkeit dabei ist eben das Problem der Verantwortungsdiffusion. Also wenn ganz viele Leute Verantwortung tragen im Kollektiv, kann es natürlich dann am Ende passieren, dass sich niemand mehr moralisch verantwortlich fühlt. Und die zweite Schwierigkeit ist die des traditionellen Verantwortungsbegriffs, den man also es ist eine eher philosophische Schwierigkeit, der überwunden werden muss. Und zwar ist der traditionelle Verantwortungsbegriff linear und direkt und am menschlichen Individuum orientiert. Und eigentlich kann nur der Mensch, der gehandelt hat, auch die Verantwortung tragen und niemand sonst. Also keine andere Gruppe, keine andere Person. Wobei meines Erachtens da vor allem der Blick in unser Alltagsverständnis von Verantwortung und auch im Bereich des Juristischen ganz hilfreich ist, weil wir zum Beispiel auch Eltern die Verantwortung für die Handlungen ihrer Kinder zuschreiben. Und ein ganz aktuelles Beispiel aus dem juristischen Bereich, wenn ich das richtig interpretiert habe, ist das von Beate Zschäpe, die ja aufgrund ihres maßgeblichen Einflusses auf die NSU-Morde wegen Mordes verurteilt wurde und nicht, weil sie diese Personen physisch quasi umgebracht hat. Und im Hinblick auf die These der Kollektivverantwortung stellt sich dann natürlich berechtigterweise die Frage, wer fällt denn unter dieses Kollektiv, also und warum vor allem? Und meines Erachtens, und da bin ich jetzt auch nicht ganz allein, kommen da verschiedene Gruppen in Frage. Und zwar einmal die Entwicklerinnen, unter die habe ich jetzt zum Beispiel auch Programmiererinnen, Ingenieurinnen und so weiter gepackt.
Und um das zu zeigen, bin ich ganz stark in die Auseinandersetzung mit dem Autonomiebegriff gegangen, beziehungsweise in die Frage, ob dann nicht auch irgendwie so eine Art Kontrolle doch von Seiten der Programmiererinnen bzw. Entwicklerinnen besteht. Dann Regierung, Politik, Gesellschaft, da können wir gerne auch noch mal drüber diskutieren. Dann direkte Beteiligte, also Befehlshaberinnen oder Fahrerinnen. Und als letzte Gruppe vielleicht noch extra die Herstellerinnen, denen man vielleicht auch sowas wie eine Informationspflicht zum Beispiel zuschreiben kann. Und vielleicht gibt es auch Gruppen, die ich jetzt noch gar nicht genannt habe. Also die Philosophie ist ja vielleicht auch in dem Sinne nicht vollkommen. Und darüber können wir uns auch gerne noch Gedanken machen oder Sie da draußen. Und ja, damit würde ich meine kurze Einführung in das Thema auch noch schließen. Zusammenfassend nochmal meine Thesen. Eine KI selber trägt keine moralische Verantwortung. Alternativ dazu herrscht meines Erachtens auch keine Verantwortungslücke, sondern vielmehr das Problem der Verantwortungsdiffusion bzw. eine kollektive Verantwortung. Genau. Ja. Vielen Dank, Frau Kuckert. Spannend, weil die Verantwortung zum Beispiel, gut, nehmen wir doch noch mal die Militärroboter, die haben Sie ja genau untersucht. Wenn ich jetzt eine Drohne habe, die losgeschickt wird und dummerweise Zivilisten tötet und nicht das Ziel, was sie eigentlich hätte treffen sollen. Und wir stellen uns auch vor, dass es eine autonome Drohne ist, die mit Techniken der künstlichen Intelligenz praktisch autonom ihr Ziel findet. Wer hat dann die Verantwortung? Wer dann die Verantwortung Ja. hat? Also in der Praxis kann ich das nicht sagen, aber aus dem Bereich der Philosophie eben ein Kollektiv aus den Entwicklerinnen, aus der Regierung, Politik, Gesellschaft und in meinem Fall, ich habe die Herstellerin nicht mit reingenommen. Das war eher was Herr Greger, glaube ich, noch bei sich mit reingenommen hat. Und kannst du ja gleich noch was dazu sagen. Und direkte Beteiligte, wie jetzt in meinem Fall die Befehlshaberin. Und alle aber aus unterschiedlichen Gründen. Nicht, weil zwischen den einzelnen Personen unbedingt irgendwie eine Verbindung herrscht, sondern alle aus ganz unterschiedlichen Argumenten. Also ich kann da jetzt irgendwie auch zum Beispiel mal mein Argument für die Entwicklerinnen vorführen. Das ist zwar ein bisschen sehr philosophisch. Systeme, ich hoffe, das versteht man dann auch. Also ich habe mich eben mit dem Autonomiebegriff auseinandergesetzt und habe dann mich gefragt, naja, Autonomie heißt ja wörtlich auch irgendwie sich selber Gesetze zu geben und habe dann den Begriff so ein bisschen daran geknüpft, an den Begriff der Authentizität im Hinblick auf den Erwerb. Also für mich bedeutet Autonomie schon, dass du auch irgendwie das, was äußerlich irgendwie als autonom daherkommt, sozusagen, auch authentisch erworben ist. Also da gibt es so ein Gedankenexperiment von einem Philosophen, der sozusagen zwei Personen miteinander vergleicht. Die eine heißt, glaube ich, Anne und die andere heißt Beth. Und beide sind mittelprächtig, also eine ist mittelprächtig produktive Philosophin, die andere ist sehr produktive Philosophin. Und der Dekan möchte, dass beide gleich produktiv sind. Und dann analysiert er erstmal mit Psychologinnen die superproduktive und dann führt er bei der weniger produktiven eine Gehirnwäsche durch. Und die ist dann genauso produktiv. Und dann stellt sich halt die Frage, ist diese Person, die auf eine manipulative Art und Weise produktiv ist, auch wirklich autonom in ihrer Produktivität. Und diesen Vorgang der Gehirnwäsche kann man irgendwie auch als Engineering bezeichnen. Und das ist so ein bisschen die Manipulation, die eine Autonomie untergräbt. Und ich persönlich habe die Meinung vertreten, dass so ein autonomer Roboter eben durch die Programmierung, die Eingangsprogrammierung, so eine Form der Manipulation erfährt. Und wenn wir dann in dem Fall von Autonomie sprechen, ist es nur so eine äußere Form der Autonomie. Also das heißt, dass irgendwie es sieht, also ich meine, so ein Roboter ist ja nicht außer Kontrolle, aber er ist eben, es ist also, weiß nicht, also für mich ist er nicht in dem Sinne autonom. Er bewegt sich halt und sieht von außen autonom aus, aber drinnen ist es sozusagen, ist er für mich nicht autonom, sondern es besteht vielmehr so eine Form, ich habe das innere Kontrolle genannt, von Seiten der Entwicklerinnen, die eben dadurch, dass sie dieses Engineering betrieben haben, das ja irgendwie auch weiter wirkt, eben so eine Form von innere Kontrolle
darüber haben. Ein Roboter ist natürlich gebaut, das ist klar. Ja. Aber wir könnten es ja so vorstellen, viele Komponenten sind programmiert, aber die Zielfindung hat er gelernt. Selber autonom gelernt. Heutzutage gibt es die neuen Systeme, die bestärkendes Lernen verwenden, über neuronalen Netzen. Denen gibt man ganz wenig, nicht mal die Spielregeln. Die lernen die Spielregeln eines Spiels, lernen dann gegen sich selber zu spielen und am Schluss sind sie besser als der Weltmeister oder selbst als andere. Also da ist die Frage, wo ist der Entwickler dann beteiligt? Gut, er hat den Grund gelegt. Genau, hat den Grund gelegt. Also ich habe tatsächlich die Sache mit dem Lernen auch noch bedacht, allerdings nicht im Kontext der Programmiererinnen, sondern im Kontext der Befehlshaberin. Und zwar, aber da kann mich dann auch gerne die Informatik aufklären, wenn das ein völlig falscher Gedanke ist. Aber dass man irgendwie, wenn man lernt, also wenn so ein Gerät lernt, kann man von außen ja schon kontrollieren, sozusagen, wie lang dieses Lernen geht. Und angenommen, also ich vermute jetzt nicht, dass ein Gerät in die Welt rausgeschickt wird und währenddessen weiter, also ein Militärroboter, und währenddessen weiter lernt, sondern dass der Lernprozess vorher bereits abgeschlossen ist. Und dass dann zumindest, also ich habe das nicht lokales Verhalten genannt, dass zumindest das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden kann. Und diese Wahrscheinlichkeit ist die, auf Basis der die Befehlshaberin dann wiederum ihre Entscheidung trifft. Die Frage ist ja, also für mich, ich als Informatiker war es immer die Frage, soll ich wirklich an einem Militärprojekt mitarbeiten? Ich habe mich immer davor gedrückt, das ist natürlich klar. Die Schwierigkeit bei dieser Sache ist auch das Lernen weiterhin, da haben Sie auch recht, das wird nicht geschehen während eines Einsatzes. Das kann mitprotokolliert werden, aber zum Lernen braucht natürlich ein System 10.000, 100.000, 500 Millionen Trainingsläufe. Und das geht natürlich nicht während eines Einsatzes. Ich finde, da kann man sich auch noch mal ganz gut vergegenwärtigen. Das Beispiel mit einem einer Hundebesitzerin. Die hat ja auch irgendwie ihren Hund vorher trainiert und wird am Ende des Tages für das Verhalten dieses Hundes dann verantwortlich gemacht. Und da würde man ja auch sagen, wenn du so einen Hund jetzt zum Beispiel irgendwie auf der grünen Wiese loslässt, dann hat so eine Hundebesitzerin auch nicht irgendwie die völlige äußere Kontrolle darüber, was so ein Hund macht. Aber sie vertraut halt darauf, dass sie diesen Hund vorher in einer gewissen Weise trainiert hat, sodass der Hund sich entsprechend verhält. Und das heißt, die Verantwortung hat der Besitzer. Also die Verantwortung würde ich jetzt natürlich der Firma geben, nicht unbedingt den Entwicklern. Die müssen das wieder untereinander ausmachen, oder dem Befehlshaber, der überhaupt den Einsatz gegeben hat. Vielleicht sollte man auf ein Thema gehen, was ein bisschen weniger militärisch ist, was uns vielleicht oder ziemlich sicher mehr betrifft. Das ist, nehmen wir das Pflegeroboter oder autonomes Fahren. Also ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich frage jetzt mal die Frau Battaglia, was... Ja, hallo Frau Battaglia. Hallo, können Sie mich hören? Ja, wir können Sie gut hören. Okay. Wie sehen Sie denn die Frage der Verantwortung beim autonomen Fahren? Wer ist denn da verantwortlich, wenn ein autonomes Auto einen Unfall baut? Ist es der Hersteller? Ist es der Fahrer? Ist es die Gesellschaft, die das autonome Fahren erlaubt, kollektiv? Was könnte es noch sein, Frau Kuckertz? Das passt schon, oder? Haben Sie noch jemand, der noch fand? Ja, Die Entwickler könnten es noch sein. Genau, die Entwickler. Was meinen Sie? Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben tatsächlich mit dieser Frage schon an der LMU beschäftigt, vor einigen Jahren in einem EU-Projekt, RoboLaw, so Regulating Emerging Robotics Technologies in Europe, Robotic Facing Law and Ethics. Und wir haben eine sehr pragmatische Lösung gefunden. Das heißt, wir haben so mit diesem Phänomen zu tun gehabt, die Frau Kuckertz schon beschrieben hat. Das heißt, mit der Verantwortungsdiffusion und auch mit der Verantwortungslücke. Und wir haben gesagt, okay, wir können damit leben. Und zwar in dem Fall zum Beispiel von autonomes Fahren. Geben wir, wenn gesellschaftlich erwünscht ist, dass wir autonomes Fahren unterstützen, weil damit wir die Autonomie der
zum Beispiel ältere Menschen oder Menschen mit einer Behinderung mehr unterstützt, dann können wir sagen, dass wir auf die Verantwortungssuche verzichten. Aber was passiert, weil damit wir weniger Unfälle haben, wenn mit autonomes Fahren weniger Unfälle, weniger Tote. Und deswegen das einzige Problem, das wir dann sozusagen zu lösen haben, ist, was passiert, wenn dann ein Unfall doch passiert. Und die Lösung, die wir also als Empfehlung der EU-Kommission gegeben haben, ist, dass wichtig, dass ein Versicherungssystem eingestellt wird, damit dann die Schaden gedeckt werden. Die Schaden, die durch einen Unfall verursacht werden, dann gedeckt werden. Und das war unsere pragmatische Lösung. Ich kann sehr gut verstehen, dass aus einer philosophischen Perspektive diese Lösung nicht wirklich befriedigend sein kann. Aber das ist eine Antwort auf die Frage, was sollen wir mit autonomes Fahren machen in unserer Gesellschaft. Mal kurz nach bei Frau Kukatz. Ich würde da noch ganz kurz was sagen, dann kann der Herr Greger gerne noch was sagen. Dass ich glaube, dass das auch ein bisschen, ich vermute dahinter das Zugeständnis daran, dass man wo man da, glaube ich, nochmal unterscheiden sollte zwischen dem militärischen Kontext und dem autonomen Fahrkontext, dass es sich beim autonomen Fahren um eine, ich nenne es mal, normale menschliche Praxis handelt, wo man dann eben auch auf pragmatische Maßnahmen zurückgreifen muss. Aber im militärischen Kontext ist die Last, glaube ich, doch dann, oder ich glaube, dass, wenn man sich jetzt nur mal vorstellt, dass man in so ein Auto steigt, dann denkt man da, also wenn wir uns jetzt alle in unser Auto setzen, dann denken wir da nicht so drüber nach. Da machen wir nicht jedes Mal eine individuelle Risikoanalyse, ob das jetzt Sinn macht, ins Auto zu steigen oder nicht. Und ich glaube, in so einem Kontext machen solche Versicherungen absolut Sinn. Aber im militärischen Kontext, da steht ja ein riesiger Entscheidungs- oder Deliberationsprozess, wenn man ihn so nennen will, davor, ob man jetzt sowas wirklich zum Einsatz bringt oder nicht in dem Augenblick. Und ich glaube, da muss man auch noch mal ein bisschen unterscheiden, welche Maßnahmen dann am Ende dabei rauskommen. Also das, was Fiorella Battaglia gesagt hat, dass die vielleicht eine pragmatische Lösung ist, die Philosophen nicht befriedigt, da kann ich nur zustimmen, weil während sie das vorgetragen hat, habe ich schon bemerkt, wie sich mein Widerstand regt dagegen. Denn es gibt schon ein Problem, wenn wir jetzt uns gesellschaftlich darüber einig sind, dass wir beim moralischen Fehlverhalten von autonomen Fahrzeugen keine Verantwortungszuschreibung vornehmen. Das heißt, wir quasi diesen Konflikt oder diese Tat nicht nachvollziehen, kann niemand Verantwortung zuschreiben. Aufgrund dessen, weil wir sagen, wir wollen es gesellschaftlich, ist ein gesellschaftlicher Wille da, dann müssen wir aufpassen, dass durch die Hintertür nicht so ein Utilitarismus kommt. Dass man nicht sagt, der Nutzen ist höher, deswegen negieren wir das jetzt mal. Und selbst der demokratische Wille kann an der Stelle auch die individuellen Grundrechte, Menschenrechte eigentlich nicht außer Kraft setzen. Und also wenn ein autonomes Fahrzeug durch einen technischen Fehler einen Mensch tötet, dann ist es eine ganz eklatante Grundrechtsverletzung, die auch nicht mit einem demokratischen Willen quasi beiseite gewischt werden kann. Insofern ein Punkt, der aber trotzdem wichtig ist, ich glaube, die demokratische Deliberation, die informierte Diskussion in der Public Sphere of Reasons, begleitet durch Medien, ist aber essentiell und zentral für all diese Problemfragen, damit wir das gesellschaftlich auch politisch legitimieren, wenn wir Kampfroboter, autonome Fahrzeuge einsetzen wollen. Also es bleibt trotzdem wichtig, aber es bleiben immer noch Grundrechte und Menschenrechte. Okay. Also der Punkt ist einerseits die Verantwortung. Die Frage ist, wann kommt es zu dieser Verantwortung? Eigentlich müssten halt unsere Systeme so gebaut werden, dass möglichst wenig solche Fälle auftreten. Und ich glaube, das ist jetzt auch das Thema, was Frau Battaglia uns präsentieren wollte. Sie redet nämlich über vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, also Systeme, denen wir vertrauen können, den autonomen Autos, denen wir vertrauen können, den Pflegerobotern, denen wir vertrauen können. Frau Battaglia, bitte. Ja, genau. Ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen. Und Sie müssen mir jetzt sagen, ob das funktioniert. Ja, das hier. Können Sie jetzt meine Folie sehen? Nein, momentan noch nicht. Aha. Nein, wir sehen Sie, aber nicht die Folien. Jetzt passt. Okay, danke. Okay, gut. Okay. So, ich werde dann nochmal also die normative Dimension ansprechen, die schon
in dem Vortrag von Herrn Greger und von Frau Kukertz zur Sprache gekommen ist. Und wie Sie gesagt haben, ich werde von vertrauenswürdiger KI reden und das ist eine Bezeichnung, die mit normativen Erwartungen verbunden ist. Und welche normative Erwartungen? Die sind die Erwartungen von der EU-Kommission und spezifischer von dieser Ethikleitlinien, die 2018 von dieser Expertengruppe formuliert worden sind. Ich weiß nicht, vielleicht können wir später auch diskutieren, ob diese vertrauenswürdige KI eine gute Übersetzung ist von die Bezeichnung Trustworthy Artificial Intelligence. Aber was mir jetzt wichtig ist, ist zu zeigen, welche Komponente diese Bezeichnung beinhaltet und dann schauen, welche so Spannungen entstehen können. Und da Spannungen entstehen können, ist der Grund, warum wir dann diese normative Erwartungen überhaupt haben. Deswegen erstmal, welche Komponente sind verbunden mit dieser Bezeichnung? Wie Sie aus der Folie ablesen können, sind 3 Komponenten. Die erste Komponente betrifft dann so diese Eigenschaft, die die künstliche Intelligenz haben sollte. Und zwar, sie sollte rechtmäßig sein. Und das bedeutet, dass sie somit alle anwendbaren Gesetze, so nationaler Ebene oder auch europäischer Ebene, einhalten. Die zweite Komponente dann ist eine ethische Komponente und deswegen sollte die künstliche Intelligenz ethisch sein und somit die Einhaltung von sowohl ethischen Grundsätzen als auch Werte garantieren. Und drittens, sie sollte robust sein. Und dieser Robustsein ist artikuliert in technischer Hinsicht und in sozialer Hinsicht. Vielleicht können Sie dann später, Herr Wirsing, so schon nochmal ergänzen, was Robustsein bedeutet in technischer Hinsicht. Und alle diese Komponenten sind notwendig und die müssen auch zusammen kombiniert werden, so, weil sie müssen harmonisch zusammenwirken, weil es kann auch passieren dann in der Praxis, dass zu Spannungen kommt. Und ich möchte jetzt 3 Spannungen erwähnen, die sind schon, wie gesagt, angesprochen worden in den vorigen Vorträgen. Aber ich werde erstmal die Undurchschaubarkeit, und zwar dieser Blackbox-Effekt, die Sie kennen, das heißt, dass mit dem Algorithmen passiert, dass eine opake Struktur entsteht. Das heißt, dass wir werden auseinandergesetzt mit einer bestimmten Quantität von Ungewissheit. Das ist dieses Phänomen ist insofern wichtig, weil hat verschiedene Implikationen und einige davon, die nicht zu unterschätzen, sind die Implikationen für die Wissenschaftstheorie. Zweite Spannung, womit wir auseinandergesetzt sind, wenn wir mit künstlicher Intelligenz einsetzen. Das Bias und Diskriminierungen. Und das ist so ein Phänomen, das sehr bekannt ist und normalerweise mit der Auswahl von Daten bezogen wird. Aber das betrifft jetzt nicht nur die Daten, aber selbst die Algorithmen. Und das haben zum Beispiel einige Wissenschaftler gezeigt in einer Studie, die 2018 veröffentlicht worden ist, wo sie dann gezeigt haben, dass Roboter von sich selbst, das heißt nicht nur aus Daten, die wir als Menschen zur Verfügung stellen, sondern auch durch die Interaktion zwischen Robotern können dann Vorurteilen entwickelt werden.
Und damit komme ich zur dritten Spannung, die auch sehr besorgniserregend ist. Was passiert, wenn so die menschliche Deliberation emuliert wird? Das heißt, die sind dann die Schwierigkeiten, die mit algorithmischen Vorschlagssystemen entstehen. Das heißt, diese Algorithmen sind sind ähnlich wie die delphische Orakelpriesterinnen der Vergangenheit, wie die Pizien, die in der Vergangenheit so die Menschen besser gekannt haben als die Menschen selbst. Und was damit passiert, ist, dass so ein Problem, die dann die Berechenbarkeit betrifft, und zwar so eine Dimension, die für den Menschen so eine zwiespältige Charakter hat, weil zum einen wollen wir doch wissen, wie es uns geht und was mit uns in der Zukunft passiert. Und zum anderen bestreiten wir, dass unsere Deliberation oder wenn wir handeln, etwas ist, das berechenbar ist. So, das ist dann ein Merkmal, das nicht simuliert, emuliert oder nachgeahmt werden kann. Und ja, und deswegen als Schluss, das ist jetzt so meine Stellungnahme dazu, es gilt zu unterscheiden zwischen Situationen, in denen so diese vorausschauende Arbeit legitim ist. Denken wir nur an, was in der Medizin passiert, wie die Algorithmen besser sind bei der Diagnose von einigen Krankheiten, und Situationen, in denen die menschliche Handlung nicht nach Algorithmen bestimmt wird. Und das ist der Fall zum Beispiel so wie der Wahl des Studiengangs oder der Partnerwahl oder auch bei der Wahl einer Partei. Das heißt, sind alle Dimensionen beteiligt, so die Privatsphäre oder die öffentliche Sphäre oder die politische Sphäre. Und damit bin ich schon zum Schluss und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Battaglia. Nur noch mal jetzt eine Rückfrage, um ein bisschen ein Beispiel zu sehen. Sie haben ja momentan ein Projekt, glaube ich, Ethik in der Medizin. Können Sie da uns noch mal sagen, ein Beispiel, was ist da vertrauenswürdig oder nicht an dieser Software und oder was Sie da machen und wo sehen Sie da diese Bias, von dem Sie geredet haben? Okay, das ist jetzt so tatsächlich ein neues Projekt, das heißt Tech Toys, und damit sind dann Spielzeuge für kleine Kinder, die mit Sensoren ausgestattet sind, damit dann so eine Früherkennung von Neuroentwicklungsstörungen entwickelt werden kann. Und deswegen haben wir ethische relevant sind zwei Aspekte in diesem Projekt. Zum einen, wie diese Spielzeuge, diese Tech Toys, dieses smarte, wenn Sie wollen, Spielzeuge entwickelt und realisiert werden. Da können einige Probleme entstehen. Und weil die, wie gesagt, mit Sensoren ausgestattet sind. Und da haben wir alle Probleme, die wir mit den Daten, das heißt, wie schützen wir die Privatsphäre, wie anonymisieren wir die Daten. Und dann ein zweiter Aspekt, der auch ethisch relevant ist, was passiert mit diesen Daten. Das heißt, wie werden sie durch maschinelles Lernen, durch Algorithmen verändert. Und da sind wir gespannt, weil, wie gesagt, in diesem Fall erwarten wir Fortschritte in der Medizin. Das heißt, dass die Früherkennung von dieser Krankheit ermöglicht wird durch diese Tech-Toys. Aber zum anderen wollen wir auch sehen, wenn dadurch dann neue
Diskriminierung entstehen können. Aber Okay. wie ist es dann mit der vertrauenswürdigen KI? Wo ist die jetzt vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig, die Sie da bauen? Ja, wie gesagt, erstmal, die sollen robust sein in technischer Hinsicht, diese Tech-Toys. Ja. Aber dafür sind dann die Ingenieure verantwortlich. Ja. Und das heißt, und auch die Informatiker, die dann die Algorithmen für diesen speziellen Fall entwickeln werden. Okay. Und so, unsere Absicht ist zunächst eine theoretische Einschätzung zu geben, zu sagen, die sind die ethischen Probleme, die wir haben könnten. Und dann wollen wir zusammen mit Ingenieurs und Informatikern arbeiten. Das heißt, die Werte auflegen, die sie haben, schauen, wie sie moralisch argumentieren und dann mit denen Fragebogen entwickeln. Wir wollen die Eltern auch einbeziehen. Sie können sich vorstellen, dass die Frage mit dem Informed Consent sehr schwierig sein wird, weil die sind kleine Kinder, die da einbezogen sind. Und die Eltern werden auch in dem ethischen Beirat einbezogen. Und am Ende werden wir eine revidierte Fassung von diesem ethischen Handbuch, damit nicht nur so theoretische, sondern auch empirische oder so experimentell informiert ist. Und am Ende sollten diese Tech-Toys vertrauenswürdige Spielzeuge sein. Ja, die Spielzeuge müssen dann natürlich vertrauenswürdig sein. Ich würde gerne noch mal jetzt bei den Kollegen nachfragen, vielleicht ein bisschen anderes Beispiel. Wenn ich einen Pflegeroboter anschaue, Frau Kuckertz zum Beispiel, ist ein Pflegeroboter vertrauenswürdig? Oder müssen die vertrauenswürdig sein? Und wo sind da die ethischen Probleme? Also ich habe grundsätzlich, also mein großes Problem ist der Begriff vertrauenswürdig, weil da steckt für mich eben drin, dass ein Gerät unseres Vertrauens würdig sein muss. Und ich persönlich glaube also nicht, dass es sinnvoll ist, wenn wir so einen Begriff wie Vertrauen tatsächlich auf, wenn wir das jetzt als Objekt nehmen, einer KI anwenden. Das hat für mich jetzt vor allem also ich glaube, dass man das Wort trustworthy, sei es, ob man es jetzt in Englischen oder in Deutschen benutzt, da steckt überall Vertrauen oder Trust oder wie auch immer drin. Ich glaube, dass man da eher sowas, also mein Vorschlag wäre eher sowas wie reliable AI oder so benutzt, also dass man das eher in diese verlässlichere Schiene reinschiebt, weil ich glaube, dass es 2 Punkte gibt, die zu Vertrauen dazugehören, die eine KI nicht erfüllen kann. Zum einen gehört für mich da dazu, dass eine KI Verantwortung dafür übernehmen müsste, wenn sie Schaden anrichtet. Und das kann eine KI nicht, wie wir schon festgestellt haben. Und sie hat genauso wenig irgendwelche emotiven Zustände. Und das gehört für mich persönlich auch dazu, weil Vertrauen ist ja auch etwas, was missbraucht werden kann. Und wenn keinerlei emotionale Reaktion darauf kommt, wenn Vertrauen missbraucht wird, dann ist für mich irgendwie die Basis nicht gegeben, um von Vertrauen zu reden. Klar gehören da auch sowas wie, dass man sich darauf verlassen kann, dass eine Person so und so handelt. Also dass irgendwie Zuverlässigkeit da ist und dass sowas da ist, wie dass irgendwie die KI gewisse Kompetenzen besitzt, also von denen ich ausgehe. Und dass irgendwie, ich glaube, wir alle würden sagen, dass wir zu einem gewissen Grad auch verwundbar sind, wenn es um KI geht. Aber das ist halt nicht alles, was Vertrauen ausmacht. Und deswegen finde ich, dass der Begriff an sich einfach fehl am Platz ist. Ich würde deswegen, also die Schwierigkeit mit dem Reliable ist, dass das in der Informatik wohl definiert ist. Aber ich habe nichts dagegen, KI-Systeme einfach als Software zu bezeichnen. Dann wird es reliable, robust, was die Frau Battaglia angesprochen hat. Und natürlich auch juristischen Gesetzen rechtmäßig, ist in jedem Fall wichtig. Aber Frau Battaglia hatte in der Definition noch genannt, das Ethikverhalten. Also es ist ein vertrauenswürdig, was auch immer, wenn das der richtige Begriff ist, ein vertrauenswürdiges System sollte sowohl rechtmäßig als auch robust und zuverlässig, als auch ethisch okay sein. Und das ethisch okay interessiert mich hier an dem Punkt, da haben wir ja angefangen. Ja. Vielleicht nochmal Herrn Greger, wie sehen Sie das?
Also, Wie kriege ich das hin, dass es wenn man ethisch sich okay ist? das anschaut, wenn man sagt, es gibt die juristische Komponente und es gibt Robustness oder Robustheit, dann ist das erstmal eine technische Zuverlässigkeit. Im Übrigen habe ich letzte Woche von Rainer Forst in unserer IAG-Sitzung gelernt, dass man eine Skibindung nicht vertrauen soll, sondern die Frankfurter sprechen offenkundig von sich verlassen auf. Und deswegen wäre das vielleicht auch an der Stelle gut. Das heißt, wir möchten uns technisch darauf verlassen und das können wir dann, wenn wir in technischer Perspektive Robustheit, also auch wenn jetzt mal ein Aufkleber auf einem Stoppschild klebt und ein autonomes Fahrzeug fährt vorbei, dass es das Stoppschild erkennt. Das ist so die technische Dimension. Darüber hinaus juristische Dimension. Man muss als Ethiker da wirklich festhalten, dass sich alle Normativität nicht in juristischen Normen erschöpft. Es gibt die juristische Normativität, es Dinge sind verboten, geboten, aber es gibt darüber hinaus noch ganz viele Dinge, die vielleicht nicht wünschenswert sind oder einfach moralisch problematisch sind, die aber grundsätzlich gesetzlich nicht normiert sind. Man muss auch nicht alles juristisch normieren. Und an genau dieser Stelle muss man dann auch schon schauen, wo die Ethik noch ganz speziell was beitragen kann. Und da wird es dann schon auch am schwierigsten. Also weil das auch nicht von jedem, also man kann nicht jede, sage ich jetzt mal, ethisch-normative Forderung direkt für alle definieren, sondern das ist immer kontextabhängig. Ich muss ganz ins Detail schauen. Da kommen wir zurück auf den Punkt, den ich vorhin jetzt nicht angesprochen habe, das Thema Moral versus Ethik. Ja, unsere herrschende Moral ist ja das, wie wir die Ethik leben. Und was kann ich denn so eine Moral, kann ich die Moral programmieren? Man könnte sich, also ich kenne sogar Arbeiten dazu, dass man eine moralische Maschine programmieren will, die gewisse ethische Grundsätze erfüllt. Diese Vorstellung gibt es und da forschen auch sehr viele daran. Und man muss nur aufpassen, wie man es konkret macht. Also die Vorstellung, dass ich jetzt sage, also es gibt die so ganz paradigmatisch, sagt jemand, liebe Ethiker, trefft euch mal, setzt euch zusammen und dann handelt ihr mal aus, welche Werte, welche Prinzipien jetzt wünschenswert sind. Und wenn ihr fertig diskutiert habt, dann kommt ihr bitte zu uns und wir programmieren das dann ein. Diese Vorstellung ist wenig plausibel. Also erstmal müsste man klären, welches Prinzip. Ist es jetzt deontologische Ethik, Kant? Ist es jetzt Utilitarismus oder nicht? Und wenn ich jetzt diese verschiedenen Prinzipien mir anschaue, dann sind die nur begrenzt überhaupt algorithmisierbar. An sich das Prinzip, das ist beim kategorischen Imperativ von Kant schon schwierig. Aber darüber hinaus ist unsere lebensweltliche Alltagsmoral viel komplexer. Wir sind eben manchmal ein bisschen utilitaristisch, manchmal kantianisch. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt ein autonomes Fahrzeug, ich lasse es utilitaristisch agieren, dann haben wir wieder Probleme mit unserer deontologischen Verfasstheit, unserer Gesellschaftsstruktur des Grundgesetzes. Das heißt also, die Komplexität der Alltagsmoral, was wir für wünschenswert halten, lässt sich nicht mittels Algorithmen einprogrammieren. Ja, aber muss ich das überhaupt? Muss ich die gesamte Komplexität einprogrammieren? Genügt es nicht, wenn ich gewisse Regeln einprogrammiere, die jetzt für das momentane Problem wichtig sind? Also wenn ich am Anfang einer Softwareentwicklung Frau Battaglia, sofort. Wenn ich am Anfang einer Softwareentwicklung mir überlege, was könnten für ethische Probleme auftreten und dann versuche ich denen zu begegnen, wir haben ja von Bias gehört von der Frau Battaglia, dass ich versuche, gewisse Bias, die ich mir vorher, die wir dann erkennen, die in den Daten vorhanden sein könnten, dass man was dagegen tut, dass man das ausschaltet und Ähnliches. Sie sprechen einen Punkt an, der bei uns hier in der Münchner Schule, will ich es mal so begreifen, relativ prominent diskutiert wird, nämlich, dass wir uns vorher klar machen, was denn in diesem konkreten Anwendungsfall eines technischen Systems, einer Software relevant ist. Also erstmal epistemisch klären, welche Werte sind denn hier relevant. Und diese Werte haben dann auch verschiedene Konflikte, die man versuchen muss aufzulösen, wenn man es kann, soweit man es kann. Und wie passiert das? Naja, durch eine menschliche Deliberation. Und diese Deliberation, das sind wir der Meinung, dass wir das mit Informatikern, Ethikern zusammentun sollten. Das können weder die einen alleine noch die anderen. Also Ethik ist auch nicht hier Julius Caesar, der im Theater steht und dann den Daumen hochhebt oder senkt, sondern das muss vorgelagert sein. Und dann, glaube ich, können wir technische Operationen, Algorithmen auch so gut machen, damit wir bestenfalls alle, das ist ein hohes Maß, was wir fordern, aber ziemlich viele ethische Probleme schon mal im Vorhinein unter uns Menschen klären müssen. Aber die Deliberation, die können wir nicht an die Maschinen delegieren. Ich sage, in den Requirements eine ethikbasierte oder ethikintegrierte Softwareentwicklung müssen wir machen. Aber das wird jetzt ein bisschen technisch. Trotzdem möchte ich noch an die Frau Battaglia weitergeben.
Ich wollte ja. sagen, dass schon mehrere Versuche unternommen worden sind, wie schon Herr Greger gesagt hat, und zwar um die kantische Philosophie zu formalisieren, und damit haben wir eine kantische Maschine oder die Utilitarismus zu formalisieren, dann eine utilitaristische Maschine. Und in diesen Fällen ist es einfach, weil die sind dann Prinzipienethiken. Und deswegen ist es diese Top-Down-Formalisierung ist nicht besonders schwierig. Wo schwierig wird, ist zum Beispiel im Fall von Tugendlehre. Und ich glaube, dass Herr List, Christian List, der an der LMU lehrt, hat auch so einen Versuch unternommen, so die Tugendlehre zu formalisieren, damit wir so auch eine Maschine mit dieser ethischen Richtung haben können. Ah ja, danke, danke. Ich sehe jetzt gerade A auf die Zeit und B auf eine große Latte von Fragen aus dem Publikum. Freut mich sehr, dass es doch sehr viele Fragen dazu gibt. Die werden wir jetzt nicht alle besprechen können. Ich wähle erst mal von Anfang an zum ersten Thema eine Frage, die jetzt zur Ethik kommt. So wie eine Maschine gebaut ist, ist ein Mensch erzogen oder ausgebildet. Wieso kann der Mensch diese innere Kontrolle ablegen, also das, was der Mensch gelernt hat, eine Maschine aber nicht? Ich glaube, das geht jetzt an Sie, Herr Greger. Das ist eine sehr komplexe Frage, die ich aber trotzdem versuche zu beantworten. Also wenn wir anschauen, wie wir Menschen uns tatsächlich, wie wir zu einem moralischen Wesen werden, dann sagt Immanuel Kant, das ist die Pflicht, dass der Mensch sich zu einem moralischen Wesen bildet, erzogen wird. Und in der Pädagogik nennt man das, dass wir Menschen Dispositionen ausprägen. Und das sind so klassisch aristotelisch Haltungen, die wir einfach im Laufe unserer Praxis, das heißt, wir handeln und wir handeln immer mehr und dann prägen wir diese Haltungen aus. Deswegen müssen zum Beispiel kleine Kinder auch viel mehr denken, viel mehr bewusste Prozesse und dann Mittagsschlaf halten, während man im Alter das nicht mehr so muss, was viel weniger anstrengend ist. Das ist ein bisschen das, was Herr Kotsoularis mit heuristischem Denken und Entscheiden beschrieben hat, dass wir diese Dispositionen ausprägen, diese Haltungen. Und jetzt haben wir Menschen aber die Fähigkeit zur eigenen Autonomie, Vernunftfähigkeit. Das heißt, wir können diese Dispositionen zu einem großen Grad oder einem gewissen Grad auch reflektieren. Und wenn vielleicht der eine oder andere der Zuhörer schon mal in einer Situation, ja, wo es einen sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegzieht, dann ist es oftmals so ein Prozess, dass das, was man für sicher geglaubt hat, wonach man tagtäglich handelt, plötzlich durch irgendeine Situation in Frage gestellt wurde und man nochmal neu reflektiert und sich bilden muss. Aber im praktischen Verlauf sieht es eigentlich über die gesamte Biografie so aus, dass wir uns immer weiterentwickeln, bestenfalls. Und das ist das, was Maschinen können. Was Menschen können, was Maschinen nicht können, so rum was zu sagen, weil Maschinen, die kann ich immer trainieren, verbessern, aber das sind keine Haltungen, keine Dispositionen dahinter, sondern ich muss halt die Korrelationen, die da gibt, den Probabilismus, den es dahinter gibt, anpassen, ändern und dann kann ich das durchaus tun. Aber es sind keine Dispositionen und keine Vielleicht sollten wir uns mal zusammensetzen und versuchen, so eine Maschine zu programmieren, indem man Haltungen also das würde ich jetzt, na gut, kann man drüber diskutieren, würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Noch eine kurze Frage, weil da steht direkt an Timo Greger. Inwiefern ist Freiheit notwendig für Verantwortung? Schließlich gibt es kompatibilistische Positionen in der Debatte, die vertreten, dass Determinismus, also die These, dass wir nicht frei sind, und Verantwortung vereinbar sind. Angenommen, es wäre möglich, eine KI mit Intentionalität zu schaffen, wäre sie dann nicht ebenso wie der Mensch verantwortlich oder nicht verantwortlich, da weder Mensch noch Maschine frei sind unter der These des Determinismus? Fragezeichen. Also ich halte diese These des Determinismus nicht für plausibel, aus verschiedenen Gründen. Aber selbst wenn ich das jetzt mal annehme, dann hat Felicia Kuckers ja gesagt, es gibt zwei Punkte. Die Idee der Freiheit, worunter ich deliberiere. Und das Zweite, das ist die Intentionalität, mentale Zustände. Und wenn wir uns da jetzt anschauen, dann gibt es gewisse Voraussetzungen, um mentale Zustände zu haben. Und das ist Bewusstsein, ein phänomenales Bewusstsein, befinden wir uns jetzt in der Philosophie des Geistes, dass wir, also wenn wir zum Beispiel einen Schmerz haben, dass wir Schmerz fühlen oder dass wir ein Ereignis, wenn wir uns erinnern. Und das ist die Voraussetzung dafür, um mentale Zustände auszuprägen, beziehungsweise um überhaupt Intentionen haben zu können. Das heißt an dieser Stelle, dass ich das in eine Maschine so nicht ohne weiteres implementieren kann. Da gibt es eine
heftige Debatte und die Minderheit in dieser Debatte geht davon aus, dass man menschliches Bewusstsein zu einem gewissen Grad simulieren kann, wo wir auch nicht so sicher wissen, was Bewusstsein eigentlich ist. Aber wird davon ausgehen, dass ich es zu einem gewissen Grad simulieren kann, wenn ich es vollständig simulieren möchte oder sogar repräsentieren. Das geht nur darunter, dass ich eine Annahme teile, die jeder teilen muss, nämlich, dass sich das menschliche Bewusstsein vollständig auf natürliche Prozesse reduzieren lässt. Also das nennt man Naturalismus, Physikalismus, dass alles, was in unserem Geist quasi funktioniert, physikalistisch ist, dass wir quasi dort auch algorithmisch gesteuert sind. Das sagt zum Beispiel Yuval Harari in seinem Homo Deus, der menschliche Bewusstsein, der Mensch ist nur ein Bioalgorithmus. Und dann kommen wir jetzt noch mal weiter, nämlich zu Kurt Gödel, der nämlich bewiesen hat, dass ich mit Mitteln von Algorithmen, von formalen Systemen eben nicht die gesamte Lebenswelt nachbilden kann, weil es entweder unvollständig ist oder widersprüchlich. Und dann soll mir Yuval Harari mal erklären, warum Kurt Gödel formal logisch bewiesen hat, dass ich gewisse Dinge nicht mit Algorithmen abbilden können, aber wir Menschen können es trotzdem. Also sind wir doch irgendwie kein Bioalgorithmus. Okay. Lange Antwort. Also, lange Antwort. Wir sind nicht deterministisch, meinen Sie. Ne? Ich gehe noch mal zur verantwortungsvollen KI. Da gibt es die Fragen dieser Verantwortungslücke. Das beschäftigt mehrere Fragen. Gibt es nicht doch die Gefahr einer Verantwortungslücke, wenn Technik und technologische Entwicklungen uns in unserer eigenen Handlungsfähigkeit einschränken? Stichwort Technikdeterminismus. Lässt sich denn die Verantwortung zuverlässig an eine verantwortliche Person oder Gruppe zuschreiben, wenn Systeme zunehmend komplex und autonom werden? Und jetzt hat noch jemand die Asimovschen Gesetze. Moment. Ich denke unter anderem an Flash-Crashes an der Börse oder an Softwareprogramme, die auf Jahrzehnten von Vorarbeiten aufbauen, aber nicht immer transparent und nachvollziehbar formuliert sind. Was genau ist da jetzt die Frage ist, die Verantwortungslücke, kann man denn immer, also kann ich denn immer eine verantwortliche Gruppe oder eine verantwortliche Person finden, insbesondere, was weiß ich, wenn ich ein schon lange entwickeltes Projekt habe oder wenn es so einen Crash an der Börse gibt, wo viele Algorithmen plötzlich irgendwelche Kriterien reißen und deswegen die Börse große Sprünge macht. Wer ist da verantwortlich dafür? Also ich glaube, philosophisch gesehen ist es wahrscheinlich nicht immer möglich, das sozusagen argumentativ nachzuweisen. Aber dafür haben wir ja dann eben in der Lebenspraxis sowas wie die Juristen, ne? Juristinnen, die das dann eben via Gesetze lösen. Ich weiß nicht, was der Herr Greger dazu sagt, ob die Philosophie das grundsätzlich immer... Ich glaube, wir haben es ein bisschen vernachlässigt, diese Probleme. Aber durch KI-Systeme kommt es jetzt höher aufs Tableau. Denn wir merken zum Beispiel auch, also wenn der FC Bayern jetzt halt nicht deutscher Meister wird, wer ist verantwortlich? Manuel Neuer, der nicht hält, Robert Lewandowski, der keine Tore schießt, oder ist es jetzt der Thomas Müller und der Joshua Kimmich, die einfach keinen guten strategischen Blick haben? Oder ist es der Trainer, der gehen muss? Ist es der Sportdirektor oder ist es letztlich sogar Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender, der gehen muss? So, also diese Phänomene, dass wir Verantwortung zwischen verschiedenen Instanzen haben und es nicht immer klar ist, wer das dort jetzt ist, kennen wir eigentlich. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, was die Philosophie leisten kann, ist Kriterien zu definieren, zu explizieren. Und in einem Beispiel könnte man jetzt sagen, nehmen wir mal noch mal den Kampfroboter. Hat denn jetzt der Befehlshaber, der den Einsatz befiehlt, eine Verantwortung? Und wir hatten vorhin schon mal diskutiert, es gibt probabilistisches Wissen darüber, dass man sagt, wie oft, wie genau hat sich das denn in der Vergangenheit gezeigt? Also wenn dieser Befehlshaber diese Daten, und dann kommt auch die Verantwortung der Firma, des Herstellers rein, der die zur Verfügung stellen muss, weiß, ich habe hier eine probabilistische Wahrscheinlichkeit von, nennen wir es mal 95%, das ist wenig, in Praxis wird es eigentlich mehr sein, dass das Ding trifft. Und dann kann er ganz spezifisch in dem Einsatzszenario entscheiden, okay, das ist jetzt ein urbanes Gebiet, dort ist die Chance, dass dort Zivilisten, also nicht legitime Ziele, vorhanden sind, deutlich höher, dann setze ich es nicht ein. Während ich jetzt in einem anderen Gebiet, nehmen wir es ein Lager irgendwo in den Bergen, wo die nur Taliban sind, wo die Wahrscheinlichkeit, dass dort wiederum weniger Zivilisten sind, geringer ist, dann kann es durchaus moralisch legitim sein. Und dann ist es auch in der Verantwortungszuschreibung und Praxis, kann man dann auch justiziabel sagen, lieber Befehlshaber, lieber General, lieber Verteidigungsminister,
du hattest das zur Verfügung, das wurde dir zur Verfügung gestellt, du wusstest, das ist deine Verantwortung, du hast es aber trotzdem gemacht, obwohl es keine gute Entscheidung objektiv war. Und dann kann man damit ein bisschen umgehen. Aber wie gesagt, auch das Thema mit Börse ist jetzt noch komplexer. Da muss man nachdenken und das die Aufgabe der Ethik ist, was Felicia Kuckertz zumindest für die Militärroboter schon mal sehr gut begonnen hat, und dort Kriterien und Ansatzpunkte festzumachen, wann das der Fall ist und wie man damit umgeht. Ja, wir müssen das natürlich immer auf die einzelnen Fälle bringen. Die Verantwortung ist nicht einfach jetzt einer Gruppe zuzuschreiben. Ich glaube, dann habe ich die Frage auch ein bisschen missverstanden, weil ich die jetzt erst mal so verstanden habe, ob die Frage nach der Verantwortungslücke sozusagen, also meine Antwort ist, glaube ich, relativ kontextbezogen und ob diese sich irgendwie auf alle Fragen der Verantwortungslücke anwenden lässt. Also in jedem Fall, in dem sowas wie eine Verantwortungslücke auftaucht, ob sich da die kollektive Verantwortung darauf anwenden lässt. Wahrscheinlich schon, aber ja, das ist halt nicht mit den gleichen Argumenten. Lange Diskussion. Wir können da anschließend weiter diskutieren. Ich wollte noch eine Frage jetzt zur vertrauenswürdigen KI. Ich habe ja nicht angesprochen, diese EU-Ethik-Leitlinien direkt. Und es gibt eine Frage, und das ist ja immer, wir sehen ja die EU und ihre Verordnungen manchmal ein bisschen kritisch. Und genau diese Frage gibt es jetzt an Frau Battaglia. Sehen Sie die EU-Ethik-Leitlinien eher kritisch oder denken Sie, dass diese für die jetzige schwache KI-Technik ausreichen? Ich glaube, dass als ethische Leitlinien sie sind schon ziemlich gut, weil sie nicht noch eine Liste von Prinzipien uns geben, sondern sie sind schon bewusst, dass wir genug Liste von Prinzipien, ethischen Prinzipien haben und deswegen sind artikuliert. Sie haben 3 verschiedene Level of Abstraction und zu meinen, erstens sind die Prinzipien, dann die Anwendung und dann einige Beispiele. Deswegen ist diese Empfehlungen sind schon ein gutes Ergebnis. Aber das ist nicht das Einzige, das wir von der EU bekommen. Das heißt, im April von diesem Jahr hat die Europäische Kommission auch einen Vorschlag für die Regulierung von künstlicher Intelligenz. Und das heißt, wir wissen schon, was mit der GDPR passiert ist. Das heißt, da sind europäische Richtlinien zum globalen Standard geworden. Und deswegen haben viele von Brüssels Effekt gesprochen. Und jetzt, was die EU beabsichtigt, das ist jetzt eine Priorität von dieser Kommission, von Ursula von der Leyen. Sie will, dass künstliche Intelligenz wieder in Europa reguliert wird. Das heißt, nochmal Brüssels Effekt. Das heißt, vielleicht sind wir nicht so stark in der Produktion von künstlicher Intelligenz, sind wir von Asien oder von Amerika abhängig, aber wenigstens können wir auch ein Wort haben, in dem wir künstliche Intelligenz regulieren. Und was bei diesem Vorschlag interessant ist, ist der allgemeine Ansatz, der ist ein partizipativer Ansatz, das heißt, was da am Ende kommt, ist durch verschiedene Instanzen, das heißt, jeder kann kommentieren, kritisieren oder etwas ergänzen oder hinzufügen. Und es gibt auch andere Aspekte, die interessant sind, zum Beispiel so diese juristische Institution wie die Sandboxes. Das heißt, die sind Möglichkeiten, wo man sowohl mit der Technik als auch mit der Regulierung experimentieren kann. So, wo Sandboxes, so diese wo die Kasten, wo die Kinder spielen. Das heißt, da können Techniker, Informatiker, Engineers und Juristen und Ethiker zusammenspielen und die beste Lösung finden für die Technik und für deren Regulierung. Also das sind andere Aspekte, die auch sehr wichtig sind. Jetzt kann ich nicht alle ansprechen.
Nein, da ist viel wichtig. Ich glaube schon, dass es gut ist, dass die EU da vorangeht und wirklich Qualitätsstandards für solche Programme setzen will, weil wir das natürlich brauchen. Wir haben wenig jetzt und keine Zeit gehabt, über Erklärbarkeit zu reden, wie die Frau Coutinho ganz am Anfang. Haben ein bisschen über Bias geredet, haben gesehen, wie es doch schwierige Begriffe sind. Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit, Verantwortung, die wir brauchen bei KI-Systemen und dass es da wirklich Fragen gibt, die nicht einfach technisch zu lösen sind, wo wir auch wirklich bei den Ethikern nachfragen müssen als Informatiker und weil die Gesellschaft das auch braucht, dass man das kritisch durchleuchtet. Ich wollte Ihnen allen dreien noch mal so eine Abschlussfrage stellen. Wir haben so ein bisschen über autonomes Fahren geredet und vielleicht womit fangen wir denn an? Fangen wir auch wieder mit dem Herrn an. Würden Sie sich morgen in ein autonomes Auto setzen und von hier nach München, von hier nach Berlin fahren lassen? Also einerseits muss ich sagen, ich lebe in München und habe kein Auto mehr. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich mal wieder Auto fahren darf, weil ich das vorher 10 Jahre lang fast tagtäglich gemacht habe. Und dann muss ich nicht in ein autonomes Fahrzeug steigen, sondern ich freue mich einfach selber fahren zu können, weil es Spaß macht. Auf der anderen Perspektive, bei längeren Strecken, wenn das auch gerade auf Autobahnen unproblematischer ist, dann kann es auch schon mal eine Entlastung sein. Wer mal 8 Stunden von München nach Berlin gefahren ist und dort dauernd den Fuß auf dem Gas halten muss, ist es schon anstrengend. Also mal ja, mal nein. Okay. Frau Battaglia, würden Sie sich morgen von einem autonomen Auto von Italien nach München kutschieren lassen? Ja, sehr gerne, aber nur unter einer Bedingung, dass die Straße soll nur für autonomes Fahren sein. Das heißt, also in einer Situation, wo das Verkehr gemischt ist, eher ungern. So, nicht so, ja. Okay, Frau Kuckertz? Jetzt hat Frau Battaglia mir meine Mixed-Traffic-Antwort geklaut. Jetzt muss ich mir noch schnell was anderes überlegen. Vielleicht gebe ich einfach mal die Antwort ja, mit der Begründung, wenn man sich überlegt, dass man sich auch meistens, ohne mit der Wimper zu zucken, in ein Flugzeug setzt, was von einer Person gesteuert wird, die genauso gut einschlafen könnte, dann denke ich mir, dass es vielleicht mit dem autonomen Fahren schon funktionieren könnte. Flugzeuge fahren meistens auch autonom derzeit. Fahren Sie auch mit dem Autopiloten, ganz genau. Ja, ich bedanke mich. Ich sehe auf die Zeit, wir sollen Schluss machen. Ich bedanke mich bei allen Referenten hier, Frau Battaglia, Frau Kuckertz, Herr Greger. Vielen Dank für die spannende Diskussion, für die Einblicke in die Ethik, die Sie uns gegeben haben. Ich möchte mich bedanken bei dem Team, das im Hintergrund wirkt und diese Veranstaltung erst möglich gemacht hat. Und natürlich ein Dank an Sie, unser Publikum, für die Aufmerksamkeit und die interessanten Fragen. Und wir hoffen, dass unsere Diskussion Ihnen ein paar Gedanken zu den ethischen Folgen und Fragestellungen der künstlichen Intelligenz mitgeben und Sie zum Nachdenken anregen konnte. Das Jahr 2021 geht zu Ende, aber die Ringvorlesung geht weiter. Auch im Jahr 2022 wird es spannende Themen geben und die nächste Ringvorlesung findet schon am 11. Januar statt. Und da wird es ein Kollege aus der Physik sein, Professor Dr. Daniel Grün, Inhaber des Lehrstuhls für Astrophysik, Kosmologie und künstliche Intelligenz von der Fakultät für Physik der LMU, wird über ein Thema aus der Kosmologie sprechen. Am Dienstag, dem 11. Januar 2022, wieder online ab 18 Uhr zum Thema Das Universum im Maschinenhirn, künstliche Intelligenz in der Kosmologie. Eine Registrierung für das Webinar können Sie ab sofort unter der bekannten Adresse vornehmen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch wieder bei dieser nächsten Vorlesung dabei sein würden. Und wir freuen uns auch natürlich über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns Ihr Feedback über die anonyme Online-Umfrage, die Sie entweder auf der folgenden Folie im Abspann per QR-Code mit einem Smartphone aufrufen können oder über den Link, der im Chat veröffentlicht wird.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich nochmal bei den Referenten und Referentinnen und wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Bleiben Sie gesund.